Also ich sage nur Scheiß auf Masca-Schlucht oder Teidegipfel. Wer anspruchsvoll wandern will in Teneriffa. Das habe ich jetzt auch noch nicht mitgemacht, so eine Strandwanderung. Aber es macht richtig Spaß. Und garantiert keine anderen Touristen hier. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder an der Westküste Teneriffas, in der Nähe von Puerto de la Cruz. Wir machen eine kleine Küstenwanderung bei San Juan de la Rambla am wilden Atlantik. Nach Outdoor Active eine Premium-Wanderroute mit 9 Kilometern und wenig Höhenmetern, also sieht man schon. Das ist unsere Richtung und macht schon mal einen super ersten Eindruck. Startpunkt unserer Wanderung ist der Strand Soroco. Wandern Sie nur auf Wanderwegen. Okay, das geht ja noch, also das ist noch harmlos. Da kann man mitgehen. Ja, da kann man echt gut mitgehen. Gefällt mir. Bin sehr positiv überrascht. Der Weg geht gleich schon mal richtig wild los. Ich habe gedacht, das ist so eine ausgebaute Strandpromenade, aber gar nicht. Zumindest hier nicht. Vielleicht nicht unbedingt mit Badelatschen schön zu laufen, aber sonst top. Oh. Ein bisschen aufpassen muss man schon, aber macht Spaß. Bisschen wie tanzen am Strand. Also, ich bin tatsächlich sehr überrascht. Ich glaube langsam, das ist gar kein Wanderweg mehr. Das war vielleicht früher mal einer. Herrlich hier direkt an der Küste. Top. Also ich schaue zur Sicherheit doch nochmal auf die Karte. Wir sind genau auf dem Weg. Eigentlich sollte da oben eine Straße sein, aber so auf halber Höhe, die scheint es nicht mehr zu geben. Beziehungsweise ist uns auch egal. Jetzt kommen die großen Felsen. Krass gut. Jetzt verstehe ich das Warnschild da vorne auch mit den gefährlichen Wellen. Man kommt den Wellen doch schon nah. Aber die schauen heute nicht gefährlich aus. Habe ich gerade gesagt, man kommt den Wellen doch nicht so nah? Naja, die Wellen kommen einem selber näher. Wunderschön. Ich glaube, ich wiederhole mich, oder? Die großen Steine hier haben den Vorteil, man muss weniger Sorge haben, dass die umkippen. Die kleinen rollen natürlich weg. Die großen eher weniger.
Ich habe mir gerade noch mal die Routenbeschreibung bei Outdoor Active angeschaut. Prädikat familienfreundlich mit ständigem Auf und Ab. Also wir sind jetzt immer auf der gleichen Höhenlinie hier gelaufen. Und familienfreundlich ist es wirklich nicht. Ich würde die mal als anspruchsvolle Strandwanderung bezeichnen. Also macht Spaß, aber man sollte sehr trittsicher sein. Wir gehen weiter. Das hier ist definitiv Steinschlagzone. Sollte man sich vielleicht mal ein bisschen beeilen hier. Also definitiv ist das kein Wanderweg mehr. Wir schauen mal, ob wir überhaupt weiterkommen. Wir schauen mal, wie es danach ausschaut. Das ist definitiv hier alles abgerutscht. Wir werden den Fischer mal fragen, ob wir hier eine Umgehung finden. Wie gesagt, oben müsste eigentlich nach Karte eine Straße sein, aber ob es die noch gibt, ist die andere Frage. Kann auch sein, dass die Straße hier gerade vor uns liegt, was ich fast befürchte. La Aguas. No problem. No problem. So, er zeigt uns den Weg. Okay. Okay. Ja. Ich bin ein wenig überrascht, aber wenn der Einheimische sagt, no problem, 1 hour, und zeigt uns noch, dass wir da einfach durchgehen sollen, dann vertrauen wir mal den ortskundigen Einheimischen hier. Spannend. No problem, no problem. Geh mal, Julia. Ja, dann gehen wir. No problem. Wir machen heute eine kleine Strandwanderung, habe ich eingangs gesagt. Die ist ja wirklich noch nicht lang, aber klein ist das falsche Adjektiv. Das ist mal eine ganz große Strandwanderung. Also ich sage nur Scheiß auf Masca-Schlucht oder Teidegipfel. Wer anspruchsvoll wandern will in Teneriffa, ich verlinke mal den Weg. Und garantiert keine anderen Touristen hier. Das habe ich jetzt auch noch nicht mitgemacht, so eine Strandwanderung. Aber es macht richtig Spaß. Also eigentlich ist es ja Julia, die vor Steinschlag sehr Respekt hat, zu Recht. Die Angst scheint sie hier am Meer nicht zu haben. Okay, ich muss schauen, dass ich nachkomme. Ich darf nicht so viel quatschen, obwohl es hier so schön ist. Mittlerweile braucht man hier auch alle Gliedmaßen, also auch die Hände. Es weitet sich wieder.
hört richtig, wie die Steine sich bewegen und so erklärt sich natürlich auch die schöne runde Form dieser Steine. Nach 2 Kilometern etwa, oder ziemlich genau 2 Kilometern, zweigt hier jetzt ein Weg nach oben ab, den nehmen wir mal. Und dann müsste es oberhalb der Küstenlinie weitergehen. Wie tief ist das? Oh. Da hinten sieht man unseren Startpunkt. Also wie gesagt, 2 Kilometer sind wir erst weit gekommen. Schnell ist man hier nicht auf dieser Tour, aber hier geht es auch nicht um Geschwindigkeit beim Wandern. Also ich glaube, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was auf dieser Wanderung noch alles kommt. No problema, sage ich dann nur, sagen die Einheimischen. Sehen. Das ist mal ein richtiger Adventure Trail hier. Also, wo geht's denn jetzt hin? Scheinen irgendwelche aufgegebenen Terrassenanbaugebiete zu sein. Das sieht man hier ziemlich viel. Also sind aber alle kaum noch in Gebrauch. Schaut alles schon sehr, sehr zerfallen hier aus, aber das macht den Charme hier auch aus. Also das ist mal wirklich ein bisschen so Feeling wie Westernstadt hier. Was kommt hinter dem nächsten Strauch? Auch witzig. Vorne die Hausfassade, hinten weg. Vorne sieht man unseren Zielpunkt Las Aguas in 2 Kilometern. Die Route hat dann einfach quasi 4 Kilometer vom Strand nach Las Aguas und 4 Kilometer zurück. Aber ich glaube, dann nehmen wir einen anderen Weg. Also eine wirklich traumhaft schöne Küstenstraße hier. Hallo. Das ist mal ein Dorfplatz. Ja. Plaza del Rambla. Das hier ist ja wunderschön. Was auf den zweiten Blick auffällt, aber das Ganze auch so wahnsinnig schön hier macht, ist eins. Es ist kein einziges Auto hier zu sehen. Kein Parkplatz, kein Auto. Und ein paar Häuschen mit Aussicht. Mit allergrößtem Abstand der schönste Ort, den wir hier bisher jetzt gesehen haben in der Woche.
Und der Weg schaut auch herrlich aus, geht weiter. Restaurant Chip, wunderschön am Wanderweg gelegen, sehr, sehr lecker essen. Und weiter geht's. Wir haben jetzt auch unsere Routenplanung ein bisschen geändert, weil es hier so schön ist an der Küste. Laufen wir einfach noch eine Ortschaft weiter und lassen uns dann irgendwie zurückfahren, Bus oder Taxi. Nach wenigen Minuten Fußweg erreicht man dann San José. Also wenn es stimmt, was Julia da so gegoogelt hat, dann gibt es hier sogar eine gute Busverbindung. Okay. Ja, wir sind zurück am Ausgangspunkt unserer Wanderung. Also das ist wirklich eine spektakuläre Tour gewesen. Wir sehen es im Hintergrund nochmal. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Gleich vorneweg ist zu sagen, dass die Routenbeschreibung im Internet von einem, ich sag mal, professionellen Wanderportal also echt mal völlig daneben ist. Die Tour hat unglaublich Spaß gemacht, gerade die ersten 2 Kilometer. Es wirklich macht Spaß, ist aber kein Sonntagsspaziergang, ist tatsächlich anspruchsvoll. Legt euch gut, ob ihr die Tour gehen wollt. Wenn ihr euch traut, ist es sicherlich unglaublich schön und spannend. Der Sonnenuntergang wartet nicht, wir müssen los und Bier kaufen. Auf diese spektakuläre Tour heute, da haben wir uns auch ein spektakuläres After-Wanderbier verdient. Hier an der Hafenanlage von Puerto de la Cruz. Beim Sonnenuntergang mit Blick auf den Teide.